Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Frau Dr. Weber. Guten Morgen. Ich konnte Amy wenigstens dazu überreden, ein bisschen Tee zu trinken. Möchten Sie auch? Ja, sehr gern. Wann bist du denn gestern nach Hause gekommen? Es muss spät gewesen sein. Das war's. Aus irgendeinem Grund hatte die Klinik lauter Notfälle bis kurz vor Mitternacht. Ihr Mann hat gestern Abend mehrere Male versucht, Sie zu erreichen. Alice, falls Sie Rick damit meinen, er ist schon seit längerer Zeit nicht mehr mein Mann. Entschuldigen Sie bitte, es ist mir leider so rausgerutscht. Ja, schon gut. Ich weiß, dass er mich sprechen wollte, aber ich konnte nicht ans Telefon, nicht mal, um ihm zu sagen, dass ich keine Zeit habe. Er hat vorhin wieder angerufen, als Sie unter der Dusche standen. Er wollte vorbeikommen, um Sie zu sprechen, bevor Sie ins Krankenhaus fahren, falls es Ihnen recht ist. Na ja, es wird mir wohl recht sein müssen, nicht wahr? Bist du jetzt deswegen traurig, Leslie? Nein, das bin ich nicht. Ich habe mich damit abgefunden. Ich weiß, dass ich Rick irgendwann gegenübertreten muss. Warum nicht jetzt? Weißt du was? Was? Du könntest Rick zurückhaben, wenn du wolltest. Weißt du was? Du könntest dich endlich fertig anziehen, wenn du wolltest. Okay, das war ein Wink mit dem Zaunpfahl, aber ich muss mich ohnehin beeilen. Also manchmal geht dieses Kind wirklich zu weit. Na ja, sie ist noch jung. Aber sie hat recht. Sie könnten ihn zurückgewinnen, wenn Sie wollten. Wie schön, dass jeder über mein Liebesleben besser Bescheid weiß als ich. Sie stehen gerade. Machen Sie bitte auf. Oh, Joe, hallo. Mrs. Grant, das ist Captain Ramsey vom Polizeipräsidium in Port Charles. Ach ja, ich erinnere mich an ihn. Mrs. Grant? Wir würden gern Frau Dr. Weber sprechen. Es ist wegen Laura. Ja, bitte kommen Sie rein. Danke. Danke, Mrs. Grant. Entschuldigen Sie mich. Also, was wollten Sie mit mir besprechen? Wir wollten Sie bei ein paar Dingen auf dem Laufenden halten. Wegen Laura. Was? Sie haben etwas von ihr gehört? Was denn? Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen. Wir wissen nichts Neues, sind aber ziemlich sicher, dass sie gesund und munter ist. Aber wir haben Grund anzunehmen, dass sie sich in eine gefährliche Situation begeben hat, weil sie mit Luke Spencer geflohen ist. Gefährlich? Inwiefern? Ich habe Ihnen doch von dem Nachtwächter erzählt, der in Windhams Kaufhaus erschossen wurde. Ja, sicher. Am nächsten Tag hat die Polizei in einer Mülltonne hinter dem Kaufhaus den weißen Anzug gefunden, in dem Luke verschwunden ist. Das blaue Kleid, von dem wir wissen, dass es Laura gehörte, lag dabei. Wollen Sie damit sagen, dass Laura in diesen Mordfall verwickelt ist? Nein, nein, davon ist keine Rede. Wir haben ballistische Untersuchungen durchgeführt und sind überzeugt, dass es ein professioneller Killer war. Er benutzte das typische Kaliber. Ein professioneller Killer? Ja, wir glauben, dass jemand hinter Luke her ist und möglicherweise auch hinter Laura. Was? Warum sollte jemand einen Killer beauftragen, was haben Sie denn getan? Wir wollen nicht so sehr ins Detail gehen. Aber wir sind sicher, dass Frank Smith, der Chef des Verbrechersyndikats hier in Port Charles ist. Frank Smith? Wir vermuten, dass Luke ihm bei seinen Geschäften in die Quere gekommen ist und Smith einen Killer engagiert hat, um ihn auszuschalten. Lassen Sie mich eins klarstellen. Wir haben leider keine Beweise dafür, dass es so ist. Was Joe Ihnen eben sagte, sind nur Vermutungen, aber wir sind davon überzeugt, dass es so ist. Ich muss den Staatsanwalt ständig auf dem Laufenden halten, aber bis jetzt haben wir noch keine ausreichenden Beweise, um wegen des Mordes an den Nachtwächter Anklage zu erheben. Sie sagen, dass der Staatsanwalt hinter Frank Smith her ist? Nein, noch nicht, aber er behält ihn im Auge. Wenn der Staatsanwalt in diesem Fall wirklich aktiv wird, dann wird es in sämtlichen Zeitungen stehen. Und wenn das passiert, dann wird das Ihre Tochter und Luke Spencer in noch größere Gefahr bringen. Das befürchten wir jedenfalls. Was soll man dazu sagen? Das Ganze ist kaum zu fassen. Ich weiß. Ich muss Sie auch bitten, über alles, was wir Ihnen heute gesagt haben, Stillschweigen zu bewahren. Es wäre eine Katastrophe, wenn jemand erfahren würde, was wir zu diesem Zeitpunkt vermuten oder wissen. Und was ist mit Rick, Lauras Vater? Er ist um sie genauso besorgt wie ich. Darf ich ihm wenigstens sagen, in was für Schwierigkeiten sie steckt? Oh, natürlich, das geht in Ordnung. Wenn es Ihnen recht ist, würde ich gerne mit ihm Verbindung aufnehmen und ihm die ganze Geschichte erzählen. Moment. Er fährt aber bald nach New York auf eine Geschäftsreise, verstehen Sie? Und solange Sie noch nicht wirklich stichhaltige Beweise für Ihre Theorie haben, wäre es vielleicht besser, mit der Information noch zu warten. Ich würde es ihm auch gern selbst sagen, wenn Sie damit einverstanden sind. Wir werden natürlich Ihren Wunsch respektieren. Ich kann
Ich mache mir Sorgen, dass sie in großer Gefahr ist. Können wir nicht irgendetwas tun, um sie zu beschützen? Wir sind bestrebt, unser Bestes zu tun, Frau Dr. Weber. Aber wir müssen Sie bitten, uns dabei zu helfen. Sollten Sie zufällig irgendwas von Ihrer Tochter hören, dann bitte versuchen Sie genau rauszufinden, wo sie ist. Aber sagen Sie ihr nicht, dass Sie uns informieren. Denn wir wollen sie ja finden und nicht sinnlos weitersuchen. Ja, ich verstehe genau, was Sie meinen. Hallo? Guten Morgen, Leslie. Ich habe dich gestern Abend nicht mehr erreicht. Oh, ja, guten Morgen, Rick. Ich habe vorhin Alice angerufen und ihr gesagt, dass ich heute Morgen vorbeikommen werde. Aber ich wollte dich erst noch mal fragen, ob es dir recht ist. Ich will auch wissen, ob es was Neues von Laura gibt. Ich bin in einer Viertelstunde da. Wartest du? Fein. Ja, ich komme schon. Ja, wir haben nichts mehr zu besprechen. Bitte nicht. Bitte Es gibt nicht. nichts mehr zu sagen. Bitte, ich brauche deine Hilfe. Bitte, Wozu brauchst du Ich meine weiß Hilfe? nicht, an wen ich mich sonst wenden könnte. Ich habe ja gerade eine Vorladung bekommen. Ich muss vor Gericht erscheinen und das Baby mitbringen. Warum? Warum das denn? Weil Alan wegen des Sorgerechts einen Prozess anstrengen will. Es ist sein Sohn. Ich kann es ihm nicht verdenken. Rick, bitte nicht. Was nicht? Sei nicht so eiskalt, bitte. Was willst du? Was erwartest du denn? Wenn ich Alan wäre, würde ich dasselbe tun. Er wird alles tun, um zu beweisen, dass ich als Mutter unfähig bin, Rick. Nach allem, was du dir in letzter Zeit geleistet hast, ist das nicht allzu weit hergeholt. Rick, bitte. Ich kann nicht glauben, dass du es so siehst. Wirklich, erinnere dich doch, was wir füreinander empfunden haben. Ich weiß nicht mehr, was wir füreinander waren, Monika. Wahrscheinlich war ich für dich nur eine Annehmlichkeit und du für mich eine Fata Morgana. Entschuldige mich, darf ich dich bitten zu gehen? Rick, Ich möchte nicht du länger über weigerst das dich also, reden, mir was zu war. helfen. Rick. Das Einzige, was ich für dich tun kann, ist dir einen Rat zu geben. Alan ist kein Dummkopf. Er wird seinen Sohn zurückbekommen. Du solltest dich dem Unvermeidlichen beugen. Ich habe jetzt zu tun. Wann Würdest kann du ich mal bitte mit gehen? dir sprechen? Wann hast du Zeit für mich? Ich habe keine Zeit für dich. Es ist vorbei. Geh jetzt. Rick, ich kann so nicht gehen. Ich kann nicht Jetzt bist du vergessen. nicht allein damit fertig. Ich bin nicht mehr für dich da. Entschuldige mich jetzt. Vielen Dank, dass Sie vorbeigekommen sind, um mir das zu erzählen. Machen Sie sich nicht so viel Sorgen. Wir werden alles tun, um Laura zu finden. Das hoffe ich auch. Ich habe großes Vertrauen zu Ihnen. Auf Wiedersehen. Wiedersehen und danke. Wir bleiben in Verbindung. Wiedersehen. Sind Sie schon weg? Ja, Sie sind gerade gegangen. Und ich habe frischen Tee gemacht. Ich möchte gerne eine Tasse. Was glauben Sie, wann wird Herr Dr. Weber hier sein? Ich weiß nicht, er sagte bald. Ich bin sehr froh, dass er überhaupt herkommt. Er macht sich auch große Sorgen um Laura. Genau wie wir. Sagen Sie, wäre es sehr ungehörig von mir, wenn ich Sie fragen würde, was Captain Ramsay gesagt hat? Ich meine, gibt es Nein, Sie irgendwas wissen Neues? nicht, wo sie ist. Sie wissen nur, dass sie in Gefahr ist und dass Sie nichts tun können, um sie zu beschützen. In Gefahr? Was meinen Sie damit? Oh, Sie meinten nichts Besonderes, nur weil sie eben auf der Flucht ist, noch dazu in dieser Gesellschaft. Sie meinen Luke? Nein, ich meine mehr die Umstände, die man eben antrifft, wenn man wegrennt. Sehen Sie, Sie tun alles, was Sie können, um sie zu finden. Und ich möchte nicht, dass Sie sich Sorgen machen. Ich kann nichts dafür. Ich mache mir eben Sorgen, genauso wie Sie. Werden Sie es Herrn Dr. Weber sagen? Nein, das werde ich nicht. Als Laura das letzte Mal in Schwierigkeiten war, kam er zu mir zurück. Aber nur aus Mitleid. Und ich will nicht, dass das nochmal passiert. Wir können also nur hoffen, dass Sie bald gefunden werden. Tja, so ist es leider. Und in der Zwischenzeit werde ich wahrscheinlich sterben vor Sorge um Sie. Aber ich habe mir fest vorgenommen, dieses eine Mal wenigstens allein damit fertig zu werden. Wie schön. Komm doch rein. Danke. Ist eine Weile her, dass ich hier war. Ja, das ist es. Tja. Setz dich. Danke. Bitte. Wie geht's dir? Oh, gut. Und wie steht's mit deiner geplanten New York-Reise? Ganz gut, vielen Dank. Es ist bald soweit. Ich habe gerade frischen Tee, falls du möchtest. Nein, danke, ich möchte keinen. Wie lange wirst du wegbleiben? 3 oder 4 Wochen, vielleicht auch länger. Ich habe gehört, dass du die Instrumente und Geräte für die Klinik kaufen willst. Ja, das stimmt. Das ist aufregend. Dann werden deine Träume Wirklichkeit. Ja, endlich. Und ich hoffe, dass ich in New York preiswerte Angebote finde. Ja, das hoffe ich auch für dich. Das ist sehr lieb von dir.
Ach ja, hast du irgendetwas Neues von Laura gehört? Tja, es gibt nichts Neues, jedenfalls nichts Besonderes. Ich hatte eben ein Gespräch mit Joe und Captain Ramsey. Sie waren gerade hier. Sie konnten mir auch nichts sagen, was ich nicht schon vorher gewusst habe. Aber Joe scheint sich keine Sorgen zu machen. Er ist überzeugt, dass sie bald auftauchen wird. Das hoffe ich. Schließlich ist sie schon lange genug weg. Es ist doch möglich, dass sie einfach versucht, irgendwo einen neuen Anfang zu machen. Leslie, ich glaube nicht, dass es ihr unmöglich wäre, uns wenigstens zu sagen, wie es ihr geht, auch wenn sie uns vielleicht nicht sagen will, wo sie ist. Weißt du, ich bin davon überzeugt, dass wir in absehbarer Zeit etwas von ihr hören werden. Das ist vielleicht nur eine Ahnung, aber ich glaube daran. Irgendwie fühle ich es. Hoffentlich hast du recht. Bitte melde dich gleich bei mir. Ich sage dir auch sofort Bescheid, wenn ich was von ihr höre. Wie gesagt, du bitte auch. Natürlich werde ich das. Lieb, dass du dir Sorgen um sie machst. Wie geht's eigentlich Amy? Ach, es geht ihr blenden. Sie lässt sich nicht so leicht aus der Ruhe bringen. Du kennst sie doch. Ich hatte in letzter Zeit wenig Gelegenheit, mit ihr zu sprechen. Ach, sie ist oben. Du kannst mit ihr sprechen, bevor du gehst, wenn du das willst. Tja, ich habe nicht sehr viel Zeit, aber ganz kurz. Ich weiß, dass du sehr beschäftigt bist. Daher war es nett, dass du gekommen bist. Mir liegt sehr viel daran zu wissen, wie es dir geht, Leslie. Vielen Dank. Ich muss dir eine Frage stellen. Ich kann das nicht länger für mich behalten. Und was? Was ist mit dir und Monika los? Hast du immer noch die Absicht, sie zu heiraten? Wenn sie erst geschieden ist, meine ich. Ich weiß, es geht mich nichts an. Aber ich musste dich das fragen. Nein. Es ist aus zwischen Monika und mir. Ein für alle Mal. Sind Sie fertig, Herr Dr. Weber? Ja, Alice, danke. Es war köstlich. Sehr aufmerksam. Naja, es macht mir Spaß, wieder für Sie kochen zu können. Ich weiß, wie gerne Sie immer frühstücken. Ich habe es auch immer sehr genossen, von Ihnen verwöhnt zu werden. Ich freue mich, Nochmal dass es vielen Ihnen Dank. geschmeckt hat. Ich müsste jetzt den Teller wegnehmen. Sind Sie sicher, dass Sie nichts mehr möchten? Ja, ich bin ganz sicher. Vielen Dank. Ich bin satt. Na gut. Die gute Alice. Sie denkt, dass alle zwischenmenschlichen Probleme gelöst werden können, wenn man nur genug Rührei macht. In gewissem Sinne hat sie sogar recht. Zumindest viele Probleme auf dieser Welt könnten damit gelöst werden. Ist das nicht zu optimistisch gedacht? Jedenfalls weiß ich es zu schätzen, dass sie mich jedes Mal füttert, wenn ich vorbeikomme. Ich bitte dich. Das tue ich doch gern. Hallo, Rick. Hallo Amy, wie geht's dir? Oh, sehr gut. Schön, dich zu sehen. Ja, ich freue mich auch. Möchtest du frühstücken? Mrs. Grant ist in der Küche. Sag ihr Bescheid. Nein, nein, ich habe keine Zeit. Ich komme zu spät ins Krankenhaus, wenn ich mich nicht Du beeile. musst doch was essen. Ich werde in der Cafeteria frühstücken. Ja? Zu schade, dass ich weg muss. Sehen wir uns noch, bevor du nach New York fährst? Ja, ich bin noch ein paar Tage hier. Oh, gut. Und benimm dich nicht wie ein Fremder. Komm ruhig mal hier vorbei, wenn du wieder zurück bist. Das werde ich, vielen Dank. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Tja, ich fürchte, ich muss mich für sie beide entschuldigen. Für Alice genauso wie für Amy. Wieso glaubst du das? Weil sie beide versuchen, dich dazu zu überreden, wieder hierher zurückzukommen. Und sie machen nicht mal einen Hehl daraus. Ich fürchte mich vor dem Tag, an dem sie erfahren, dass du Monika nicht heiraten wirst. Ja, wahrscheinlich sind sie beide geborene Heiratsvermittler. Und ich muss ihnen das irgendwie abgewöhnen. Ihnen scheint eben nicht klar zu sein, dass Menschen befreundet sein können, auch wenn sie geschieden sind. Doch, das geht offensichtlich. Und wir werden allen beweisen, dass es möglich ist. Leslie, diese Freundschaft ist sehr wichtig für mich. Ja, das weiß ich. Und ich weiß auch, dass es vor allem ein Freundschaftsdienst ist, wenn du herkommst, um nach Laura zu fragen. Es ist aber nicht nur das. Ich mache mir sehr große Sorgen um Laura, das weißt du. Du solltest dir aber nicht zu große Sorgen um sie machen, Rick. Weißt du, schließlich ist Joe wirklich sehr optimistisch, was Laura betrifft. Und ich muss zugeben, dass ich sie in Verdacht habe, sie meldet sich deshalb nicht, weil es ihr peinlich ist, ihren Freunden wieder gegenüberzutreten. Du weißt ja, je länger man wegbleibt, umso schwerer wird es, wieder zurückzukommen. Es ist ein Teufelskreis. Aber ich möchte nicht, wenn du nach New York fährst, dass du dir ihretwegen so große Sorgen machst und denkst, dass du zurückkommen musst, weil du hier gebraucht wirst. Wenn Laura zurückkommt, dann werden wir beides schon schaffen, mit ihren Problemen fertig zu werden. Das kannst du mir glauben. Ich freue mich sehr zu hören, dass du so optimistisch bist. Naja, so alte Gewohnheiten kann man sich eben nur schwer abgewöhnen. Ich jedenfalls. Ich verstehe nicht ganz. Ich habe mich noch nicht daran gewöhnt, dich so selbstständig und so unabhängig zu sehen. Ach so, es kann auch sein, dass es nicht so ganz zu mir passt, nicht wahr?
Es war auch ein ganz schöner Kampf, so weit zu kommen. Aber jetzt bin ich soweit. Und so soll es unbedingt bleiben. Immerhin kann ich nicht jedes Mal, wenn es irgendwelche Probleme mit Laura gibt, zu dir kommen, damit du mir hilfst. Ich habe die Befürchtung, dass die nächsten Jahre voller Probleme sein werden. Es ist besser, ich lerne jetzt schon damit umzugehen.